Hey Leute, Outpost Gelacht TV hier, heute mit der 11. Folge von Yu-Gi Aha, der Faktenserie zum Kartenspiel, und heute dreht sich alles um Star Wars. Diese Woche ist der Film rausgekommen, am Donnerstag, und viele haben den Film schon erwartet. Ich persönlich gehe heute rein und ja, deswegen dreht sich heute mal alles um ein Star Wars Themendeck. Und vorweg schon mal, es werden einige Überraschungen kommen. Wie ihr wahrscheinlich schon gedacht habt, geht es aber um die Kosmos. Und dazu werde ich eben ein paar Fakten nennen, aber auch eben ein paar Star Wars Fakten reinnehmen oder eben auch garantiert irgendwelche Fakten, die ihr noch nicht wusstet über dieses Themendeck. Also wünsche ich euch viel Spaß mit dieser Folge. Star Wars und der Zauberer von Oz sind immer zum gleichen Teil enthalten in jeder Karte. Das kann man übrigens auch am Namen erkennen. Cosmo ist zusammengesetzt aus Cosmo, also mit S, für Star Wars, das Universum und so weiter. Und natürlich Oz, also OZ, für den Zauberer von Oz. Wicked Witch zum Beispiel ist nicht nur Darth Maul, sondern eben auch die Böshexe aus dem Zauberer von Oz. Und so geht es mit jeder Karte, auch wenn viele von euch als erste Reaktion immer gesehen haben, ach, das ist der und der von Star Wars. Aber dieses Missverständnis kläre ich eben auch im Laufe der Folge. Funfact zu der Karte, die ich schon genannt habe: die Waffe der Böshexe oder eben von Darth Maul heißt Saboka. George Lucas wurde natürlich auch von diversen anderen Filmen inspiriert. Den japanischen Film Kagemusha aus 1980 hat er sogar selbst mitproduziert. Generell sind die Filme von Akira Kurosawa eine sehr große Inspirationsquelle für eben George Lucas gewesen, und zum Beispiel die Wischblenden und verschiedene Kameraeinstellungen sind eben auch aus seinen Filmen abgekupfert. Funfact zu diesem puren Star Wars Fakt: das Wort Jedi kommt wahrscheinlich vom japanischen Wort Jidaigeki, was sich als japanischer Historienfilm übersetzen lässt. Kommen wir erstmal zu den einzelnen Karten des Themendecks. Fangen wir mal mit der Gu-Hexe an, denn die ist wahrscheinlich Han Solo, zu erkennen an der ikonischen Weste. Und außerdem fliegt sie eben den Forerunner, der durch einen Artikel von Konami ziemlich bestätigt der Millennium Falke ist. Auf der anderen Seite ist sie aber auch die Gu-Hexe des Nordens aus dem Zauberer von Oz, was man ja am Namen erkennen kann. Das Artwork von Farm Girl ist wahrscheinlich inspiriert von Mara Jade, kennen wahrscheinlich ziemlich wenige, weil sie eben nicht im Star Wars Canon drin ist. Aber an sich, vom Grundkonzept, ist sie wahrscheinlich eher Luke Skywalker. Auf der anderen Seite ist sie eben vom Zauberer von Oz natürlich die Hauptfigur Dorothy. Zu erkennen ist das eben an dem Roboter, der auf der Karte mit enthalten ist. Dorothy hat nämlich Toto bei sich, einen Hund, und Luke Skywalker hat ja natürlich C-3PO als Roboter immer bei sich. Beide Figuren sind tatsächlich Bauern, deswegen auch die Referenz zum Bauernmädchen. Sehr interessant auf jeden Fall. Und beide kennen sich auch ziemlich gut mit Technik aus. Wie in Star Wars gibt es eben auch in Zauberer von Oz klare Gegensätze. Guthexe und Böshexe sind ziemlich offensichtlich. In Star Wars natürlich die dunkle Seite der Macht und unsere Jedi-Ritter. In den Karten ist das dargestellt durch die Attribute Finsternis und Licht. Und wir haben eine kleine Trennung auch bei den Monstern vom Typ her, denn die großen Raumschiffe sind natürlich Maschinen und die kleinen sind vom Typ her Psi. Im nächsten Set kriegen wir diese Karte hier, die Sword Troopers. Die sind natürlich den Klonkriegern von Star Wars nachempfunden, aber haben eben auch Elemente von den fliegenden Affen, die im Zauberer von Oz vorkommen. Das ist zu erkennen an den Flügeln und auch im Namen enthalten an Soar, also aufsteigen. Dazu Tin Can kommt auch im nächsten Set raus und ist natürlich für viele auf den ersten Eindruck R2D2. Aber natürlich ist er auch der Blechmann aus dem Zauberer von Oz. Ein Begleiter von Dorothy, wie eben auch die nächste Karte. Der Strawman ist natürlich C-3PO nachempfunden, aber eben auch vom Zauberer von Oz, und zwar dem Strohmann bzw. eben der Vogelscheuche. Und Cosmotown ist natürlich die Smaragdstadt vom Zauberer von Oz, aber eben auch Coruscant, welche wir eben auch in den Star Wars Filmen sehen können. Gehen wir nochmal zu den Raumschiffen über, denn da gibt es auch eben Referenzen zu Star Wars, denn der Slip Rider ist zum Beispiel der X-Wing. Im Zauberer von Oz gibt es die Rubin-Slipper, in denen eben Dorothy theoretisch nach Hause fliegen kann, diese Schuhe, die man unten zusammenklappen muss. Genauso ist der Forerunner oder eben der Millennium Falke die Silberschuhe im Zauberer von Oz, die der Hauptcharakter Dorothy eben auch von einer Hexe bekommt. Der Dark Eclipser ist natürlich der Sternzerstörer in Star Wars, dazu gibt es aber keine Referenz in Zauberer von Oz, beziehungsweise mir fällt jedenfalls keine ein. Genauso eben wie beim Dark Destroyer, das ist eben ein Sith Infiltrator. Dazu gibt es eben auch keine Referenz im Zauberer von Oz. Wahrscheinlich sind die Spaceships auch eher eben von Star Wars abgeguckt
und die kleinen Monster auch eher von dem Zauberer von Oz. Da gibt es natürlich noch den Delta Shuttle, da gibt es auch ein Modell in Star Wars, dieses Escort Shuttle, genauso wie eben der Dogfighter. Das sind eben relativ kleine, flexible Raumschiffe, die dazu geeignet sind, in diesen Dogfights teilzunehmen. Wenn ich weiß, was das ist, hier die Auflösung, denn Dogfights sind eben diese Nahkämpfe sozusagen zwischen Raumschiffen, ganz oben im Himmel oder eben im Universum. Und beide Parteien schaden sich im Prinzip auch immer durch Dogfights. Es geht im Prinzip bis zum Ende, bis eben nur noch eine Partei da ist. Und inspiriert ist der Name eben von den Hundekämpfen, die damals stattgefunden haben. Da lebt eben wahrscheinlich auch am Ende nur noch einer und der andere Hund hat wahrscheinlich auch Schaden davongetragen. Heutzutage vergleichen viele Dogfights mit einem Messerduell in einer Telefonzelle. Dann gibt es natürlich noch Cosmojo, die kommt auch im nächsten Set raus. Das ist eine Referenz zu der Macht von Darth Vader, beziehungsweise eben diesen Macht-Würgegriff von Darth Vader. Und das Artwork von dem Cosmo-Lichtschwert ist eine Referenz zu dem sogenannten Kampf der Schicksale, welche eben zwischen Qui-Gon Jinn, Darth Maul und Obi-Wan stattgefunden hat in Episode 1. Zum Abschluss lässt sich sagen, dass sich der Vollständigkeit halber auf jeden Fall noch mehrere Cosmo-Karten hinzufügen sollten. Zum Beispiel fehlt natürlich unser Zauberer von Oz selbst oder der sprechende Löwe, der mit Dorothy zusammen eben durch die Welt reist. Was glaubt ihr, welche Karten kommen noch raus? Welche Star Wars Charaktere hättet ihr noch gerne im Themen der Cosmo gesehen? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Ansonsten war es das jetzt von dieser Folge. Ich hoffe, ihr konntet ein paar Fakten dazulernen und hattet ein wenig Spaß. Falls euch die Serie an sich gefällt, lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem neuen Star Wars Film, falls ihr da reingeht. Und wir sehen uns dann wahrscheinlich nächsten Freitag zur 12. Folge Yu-Gi-Oh! Wie gewohnt dann 10 neue normale Fakten. Bis dann.